So, hallo zusammen. Heute ist der 30. März. Ich bin nochmal auf der Baustelle. Ja, ich bin jetzt extra nochmal für den Hub des Maschinenhauses hierher gefahren. Ja, und es hängt am Haken und wird hochgezogen. Geil. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall mit der Drohne hochsteigen und mir das Ganze von oben anschauen. So, es ist jetzt fast oben beim Roten Ring. Hat eine kurze Pause eingelegt, hat sich wahrscheinlich etwas ausgependelt und jetzt geht's weiter. Oben am Turm wird schon gewartet. Da warten die Arbeiter, um es in Empfang zu nehmen. Geil, ey. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Das ist ein richtiges Highlight. Geht echt im Schneckentempo, ziemlich langsam. Ja, das Maschinenhaus ist wahrscheinlich auch sehr, sehr windanfällig. Ja, es wird jetzt von unten noch stabilisiert mit so einem anderen Seil. Um die Schwingung ein bisschen auszugleichen, aber das Wetter ist eigentlich perfekt. Also es ist super windstill, könnte eigentlich nicht besser sein. So, das Maschinenhaus von Anlage 4 ist fertig montiert. Ich stehe jetzt hier nochmal etwas niedriger. Hier sieht man die ganze Anlage nochmal in voller Größe. Ist echt krass, was da nochmal an Höhe dazu kommt zu dem eigentlichen Betonturm. Vorher hat man immer nur den Betonturm von hier gesehen und jetzt, wo die Anlage ihre volle Höhe erreicht hat, ist es echt nochmal krass. Ja, die werden das jetzt verschrauben. Das wird ein Weilchen dauern. Und ja, mal schauen, ob sie heute noch den Stator ziehen. Dann können sie morgen den Generator und die Narbe ziehen. Ja, dann geht es in die Osterpause. Und ja, dann können sie nach Ostern dann die Rotorblätter montieren. Bin ich mal gespannt. Ja, man muss das gute Wetter jetzt einfach ausnutzen. Das ist einfach perfekt. Ja, echt geil, dass ich das jetzt live mitverfolgen konnte. Das war ein richtiges Highlight. Wäre natürlich geil, wenn ich wenigstens einmal noch bei der Montage von einem Rotorblatt dabei bin. Mal schauen, vielleicht klappt es nach Ostern. Drückt mir die Daumen. Das sieht echt nochmal riesig aus von hier unten. Die steht so ein bisschen auf so einer Anhöhe. Und wenn jetzt nochmal 3 Turmteile drauf sind, ist das echt ein Gigant. Das ist auch die höchstgelegene Anlage. Ja, was mich nur wundert, dass kein Enercon-Logo drauf ist. Ich weiß nicht, vielleicht kommen die Maschinenhäuser aus unterschiedlichen Werken oder warum man das da jetzt nicht drauf gemacht hat. Ich meine, es gibt es ja bei anderen Anlagen auch, dass da das Enercon-Logo drauf ist und bei anderen nicht. Keine Ahnung. Etwas schade, aber naja. Heute ist der 3. Mai. Seitdem ich das letzte Mal hier war, kurz vor Ostern, hat sich nicht so viel getan. Beim letzten Mal hatten sie das Maschinenhaus montiert und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass sie vor Ostern auch noch Stator und Generator montieren, damit es nach Ostern direkt mit der Rotorblattmontage weitergehen kann. Dem ist nicht so. Stator und Generator liegen beide noch am Boden. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht ist das Wetter wieder dran schuld, dass es zu windig war. Ich kann es euch leider nicht sagen. Naja, aber gut für mich, denn es sieht ganz
danach aus, dass sie den Stator heute montieren. Da wird fleißig dran gearbeitet. Hinten dran dieses orangene Teil, ich hoffe, man sieht es jetzt ein bisschen. Das ist die Traverse, so heißt dieses Teil, glaube ich, das an den Stator rangeschraubt wird zur Montage. Da sind sie gerade mit beschäftigt. Ja, der Kran hat auch einige Monteure mit dem Korb gerade hochgefahren und hat sie oben am Maschinenhaus abgesetzt. Die werden die Folie, die Plane am Maschinenhaus vorne mal abmachen, damit es mit der Montage des Stators weitergehen kann. Ja, Wetterbedingungen sind eigentlich ziemlich gut. Schönes Wetter, auch relativ windstill. Die nächsten Tage, beziehungsweise auch die kommende Woche noch, soll das Wetter nämlich schon wieder ziemlich beschissen sein. Nur Regen angesagt. Genau. Ja, ich dachte eigentlich, der Aufbau der vierten Anlage geht jetzt mal ruckzuck, aber ja, das Wetter spielt leider wieder nicht mit. Naja, aber ich hoffe mal, ich habe Glück und kann gleich die Montage des Stators beobachten. Ja, seid gespannt. So, endlich geht's los. Es hat jetzt echt noch mal fast 4 Stunden gedauert, bis es losging. Die waren noch eine ganze Weile damit beschäftigt, die Traverse zu befestigen. Der größere Kran hat auch noch mal eine extra Ladung Ausgleichsgewichte montiert. Weil der Stator ja, glaube ich, echt so eins der schwersten Komponenten ist. Ja, und jetzt hängt er endlich am Haken. Der kleinere Kran hilft nochmal das erste Stück, bis er dann aufrecht ist. Ja, und dann geht es gleich auf 160 Meter Höhe. Würde mich echt mal interessieren, wie schwer der ist. Ich habe es mal irgendwo gelesen, aber ich kann es jetzt nicht genau sagen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Jetzt wird er langsam aufgerichtet. Die Sonne kommt auch noch mal schön raus. Krasser Scheiß. Krass, jetzt sieht man ihn richtig schön von vorne nochmal. Echt ein krasses Teil. So, jetzt ist er schon fast oben beim roten Ring. Es geht relativ schnell. Hier sieht man ihn nochmal schön von hinten mit dem Badenova Logo. Ja, und hier sieht man jetzt schön die Aussparung fürs Maschinenhaus. Krasses Teil. Boah, ist echt beeindruckend. Super cool. Und der Kran ist richtig laut. So, der Stator ist oben. Ging jetzt doch viel schneller als gedacht. Ich dachte, das zieht sich etwas hin, weil das ja doch so eine der schwersten Komponenten ist. Aber das ging jetzt richtig ratzfatz. Hat auch kaum geschwankt, also wurde echt ja, ziemlich stabil und ohne zu wackeln hochgezogen. Ja, mit der Drohne war ich auch oben. Richtig geile Aufnahmen geworden. Könnt ihr euch drauf freuen, später im Drohnenvideo. Ja, und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder zur Montage des Generators, wenn ich wieder hier bin, wann auch immer das sein mag.
Morgen nicht, da ist wieder schlechtes Wetter, aber dann hoffentlich bald. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der 8. Mai und heute wird es spektakulär. Heute wird das Herzstück der Anlage gezogen, der Generator, so eins der schwersten Teile. Er hängt auch schon direkt am Haken. Ist jetzt noch relativ früh, 10 Uhr morgens. Wetter ist wieder perfekt, richtig schön sommerlich, blauer Himmel, sehr, sehr windstill, perfekte Bedingungen, um den Generator zu ziehen. Ja, beim letzten Mal war ich ja bei der Montage des Stators da und der Generator wird jetzt da oben reingepasst. Ja, ich werde jetzt gleich mit der Drohne hochgehen, dass ich nichts verpasse. Aber der Generator ist ja eigentlich so eins der schwersten Teile. Also es wird eine Weile dauern, bis sie den hochgezogen haben. Da werde ich schön filmen können. Ja, seid gespannt. So, jetzt sind sie gerade dabei, den Generator in den Stator einzufädeln. Das Herzstück der Anlage, also quasi Operation am offenen Herzen. Das hat echt jetzt eine Weile gedauert, bis sie den oben hatten. Das ist, glaube ich, echt so das schwerste Teil. Ich weiß nicht genau, wie viel Tonnen der wiegt, aber vielleicht wissen das manche von euch. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, der Kran ist auch die ganze Zeit am Knacken. Ständig am Nachjustieren, dass das Ding da oben auch exakt reinpasst. Monteure sind auch noch am Stabilisieren mit den Seilen. Dafür ist vorne diese Stange da. Damit haben sie auch schon den Stator stabilisiert. Ja, ich war gerade eben mit der Drohne oben. Sieht auf jeden Fall spektakulär aus von da oben. Könnt ihr euch drauf freuen. Und das Wetter könnte nicht perfekter sein. Echt super Glück gehabt und auch perfektes Timing, dass ich jetzt gerade ankam, als sie den hochgezogen haben. Ja, ich hoffe mal, dass sie heute noch die Narbe ziehen. Und ja, morgen soll es ja richtig heiß werden. Vielleicht habe ich Glück und dann ziehen sie die Rotorblätter. Das wäre nämlich, ja, das wäre einfach Hammer. Das wäre echt perfektes Timing. So, ich stehe jetzt nochmal auf der anderen Seite der Baustelle, wo ich die letzten Male stand. Hier sieht man das ganze Spektakel nochmal von der Rückseite. Also sie sind immer noch dabei, den Generator einzufädeln. Das scheint eine ziemlich diffizile Aufgabe zu sein. Also wie man sieht, hier ist immer noch ein kleiner Spalt dazwischen. Vielleicht dauert es noch ein Weilchen. Ja, aber die Narbe sollte ja dann eigentlich schnell gehen. Die ist ja relativ klein und leicht. Aber ja, der Generator scheint viel Fingerspitzengefühl gefragt zu sein. Also stabilisiert wird er jetzt nicht mehr von unten. Monteure sind schon anderweitig beschäftigt, aber ja, das Einfädeln scheint wohl eine kleine Herausforderung zu sein. So, die Narbe hängt am Haken. Ich habe jetzt hier einen Logenplatz direkt hinter den Rotorblättern. Hier sieht man die Rotorblätter nochmal richtig krass nah. Echt beeindruckend. Ja, die Montage des Generators hat jetzt echt nochmal richtig viel Zeit in Anspruch genommen. Echt einige Stunden, bis der anscheinend verschraubt war. Und bis sie die Traverse nochmal demontiert hatten. Also da ging echt nochmal einige Stunden ins Land. Naja, aber ich bin jetzt echt froh, dass ich noch zur Montage der Narbe hier bin. Die ist auch echt mini im Vergleich zu den restlichen Komponenten.
Ja, und da kommen dann nachher die 3 riesigen Rotorblätter rein. Morgen dann hoffentlich. So, die Narbe ist oben, ging relativ schnell. Wird jetzt gerade verschraubt. Aber echt witzig, wie mini die ist. Wenn man das mal mit den Narben vergleicht, die man sonst von Enercon kennt. Die Narbe von der E141 zum Beispiel, das ist ein riesen Teil. Ich schätze mal, die ist vom Durchmesser her dann genauso groß, ja, wie der kragenförmige Generator von der EP3 jetzt hier. Aber war wieder cool mit anzusehen. Auch aus der Luft sah es richtig cool aus. Ja, hier sieht man nochmal schön die Zackenbänder von den Rotorblättern. Da bin ich echt gespannt, wenn sie die morgen ziehen. Also das wird ein absolutes Highlight. Die sind echt so krass von den Dimensionen. Wahnsinn. Ja, das wird echt spektakulär morgen. Ich hoffe, ich habe Glück. Ja, dann war es das jetzt hier von der Baustelle. Ich werde morgen nochmal da sein für den die Rotorblattmontage. Aber ich wollte jetzt eigentlich noch weiter zu einer anderen Baustelle. Zur Falkenhöhe, wo die V136 gebaut werden. Genau, dann sehen wir uns morgen bei der Rotorblattmontage.